Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch bei meinem ProSeed GT zeigen möchte, wie ich meine Ambientebeleuchtung verbaut habe. Wir sehen hier den Sicherungskasten. Im Video zur Verkabelung der Dashcam habe ich euch ja schon gezeigt, wie ich hier den Strom abgegriffen habe. Ich habe eine 12 Volt Doppelsteckdose verbaut und an das Netzteil mit den zwei USB-Ports konnte ich auch noch die Ambientebeleuchtung anschließen. Hier habe ich dazu ein, ich glaube 2 oder 3 Meter langes USB-Verlängerungskabel angeschlossen, welches ich dann nach unten zur Mittelkonsole geführt habe, es dort drunter geschoben und dann nach hinten geführt habe. Das habe ich so gelöst, da Kia hier leider keine USB-Ports oder eine 12 Volt Steckdose für die hintere Sitzbank in der Mittelkonsole verbaut hat. Das USB-Verlängerungskabel kommt nun hier hinten an. Es handelt sich um das etwas dickere Kabel. Wir sehen auch noch zwei andere dünnere Kabel. Diese sind von den LED-Leisten der Ambientebeleuchtung und führen nach vorne zum Fahrerfußraum sowie nach links zum Fußraum hinter dem Fahrer. Hier links sehen wir auch gleich, wie ich die LED-Leiste angebracht habe. Ich habe sie seitlich angebracht, da hier gefühlt mehr ausgeleuchtet wird, als wenn sie unter dem Sitz ist. Dann sehen wir, dass ich die drei Kabel unter der Mittelkonsole versteckt und zur anderen Seite geführt habe. Dort habe ich die Technik untergebracht. Links sehen wir einmal den Verteiler der Ambientebeleuchtung, von dem alle 4 Kabel zu den einzelnen LED-Leisten gehen, sowie auch den Empfänger für die Fernbedienung. Mit dieser kann ich die Farben, Helligkeit sowie Farbverläufe einstellen. Auch zur Musik macht die Beleuchtung im Zweifel mit. Hier unten rechts sehen wir auch die Kontrollbox der Ambientebeleuchtung sowie die ganze Verkabelung. Ich habe die Kabel jetzt etwas unkonventionell verlegt, somit sieht man das ganze Zeugs natürlich noch. Es hat leider nicht ganz mit den Kabellängen gereicht, da diese alle feste Längen haben und auch fest verdrahtet sind. Vielleicht löte ich sie mir irgendwann mal länger und verstecke es dann besser. Aber so funktioniert alles ganz gut. Auch der Beifahrersitz lässt sich verschieben, ohne dass man Kabel oder sonstiges kaputt macht. Dann kann ich euch hier unten noch zeigen, dass ich auch hier ein Kabel unter dem Sitz nach rechts geführt habe für die LED-Leiste, welche hier hinter dem Sitz alles ausleuchtet. Wir sehen jetzt die LED-Leiste auf der Beifahrerseite. Diese habe ich direkt unter dem Handschuhfach angebracht. Das Kabel habe ich nach links zur Mittelkonsole und dahinter wieder nach unten und dann nach hinten zum Verteiler geführt. Und zum Schluss sehen wir noch die LED-Leiste im Fahrerfußraum. Wie man sieht, habe ich diese an dem grauen Steuergerät angebracht. Hier wird der Fußraum gut ausgeleuchtet. Die Leiste hält auch ohne Probleme, auch wenn sie nur zu 60% daran klebt. Das Kabel habe ich entsprechend nach rechts zur Mittelkonsole geleitet. Das geht ganz gut und es kann auch nicht zu den Pedalen runterfallen. Die Kabelführung ist auch hier wieder hinter der Mittelkonsole nach hinten, am selben Ort, wo auch das USB-Verlängerungskabel vom Anfang liegt. Hier sehen wir einmal die Fernbedienung. Im Folgenden zeige ich euch einmal für vorne und hinten die Farben sowie Farbverläufe. Da ich in diesem Fall nur mit einem Galaxy S10 filmen konnte, was bei Lowlight recht schwach ist, sind die einzelnen Farben hier mit Bildern dargestellt. Die Farbverläufe sind dann aber gefilmt, aber leider etwas schwerer zu erkennen, vor allem das Rot. Die Bilder machen es übrigens auch wieder heller, als es wirklich ist. In echt sieht es natürlich viel besser und auch vor allem dezenter aus.
Zum Abschluss möchte ich euch noch sagen, dass es natürlich viele Varianten der Ambientebeleuchtung gibt. Ich habe jetzt ganz einfach 20 € China LED-Leisten von Amazon genommen. Man kann auch andere kaufen und man kann auch mehr als nur den Fußraum beleuchten. Für mich ist das aber ausreichend, im Gegensatz zu der eigentlich nicht vorhandenen Ambientebeleuchtung standardmäßig, und ehrlich gesagt habe ich es meistens nur auf Rot geschaltet. Die Farbverläufe, vor allem diese schnellen oder auch die Funktion passend zur Musik leuchtend, verwende ich nie. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck vermitteln, wie ich das mit der Beleuchtung gelöst habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.